Hey, herzlich willkommen bei Handball Inspires. Und wir haben in den vorangegangenen Übungen die Abwehrkonzeption 6-0 von André Fuhr, dem Trainer der Bundesliga-Damenmannschaft aus Dortmund, kennengelernt. André wertet jetzt sein Training aus und wir horchen mal rein, was er zu sagen hat. Viel Spaß dabei! Okay, vielleicht erstmal von mir kurzes Feedback. Oder das, was wir machen wollten, waren, dass wir mit einem gewissen roten Faden am Anfang von dem Versuch in Spielen in Zweikampfsituationen zu kommen bei dem Parteiball, dass wir versuchen wollen, Stoppfoul zu forcieren, dass wir dann hier bei dem Fangspielchen versuchen miteinander zu kommunizieren und zu bewegen, nochmal über das andere Fangspielchen in Körperkontakt zu kommen. Dann bei dem 3 gegen 4 hätte ich mir gewünscht, dass wir mehr uns in die Räume stellen. Wir haben viel zu viel uns parallel am 6 Meter bewegt, dass wir es noch mehr schaffen, auch tatsächlich zu unterbrechen. Da hat mir heute auf jeden Fall die Aktivität gefehlt und so dieser letzte Einsatz. Wir verschieben uns einen Schritt links, einen Schritt rechts. Es hat so die Beinarbeit gefehlt, die Armarbeit gefehlt. Und dann eigentlich so ein typisches Training, dass wir versuchen mit so Handlungsketten immer wieder Reize zu schaffen. Es war jetzt ein bisschen kompliziert, wir hatten keinen Rechtsaußen, nur einen Rückraum rechten und 4 als Ergänzung. Gut, dass wir die hatten, aber da merkt man, dass die Abläufe eben so nicht gewohnt sind und dass natürlich auch ein Stück weit Qualität verloren geht. Das heißt, wenn wir die einen in die Abwehr stellen, dann wird es schwierig, das noch bei 6 gegen 6 auf allen Positionen im Angriff zu schaffen, weil das ein Stück weit fehlt. Aber vom Aufbau her eben, dass ich nicht trainiere 6 gegen 6 die ganze Zeit und stumpf laufen die aufeinander, sondern es gibt unterschiedliche Aufgaben, Wurf, 2 gegen 2, 3 gegen 3 und dann eben immer mit mehr Spielern bis hin zum 6 gegen 6. Und wenn ich bei 6 gegen 6 bin, dann eigentlich auch immer mit Umschaltspiel. Einen Angriff und einen Konter. Wenn wir jetzt in eine Spielvorbereitung kämen, wir haben frei am Wochenende, wenn wir eine Spielvorbereitung hätten, dann im 6 gegen 6, vielleicht auch im 4 gegen 4, mit einer klaren Aufgabe, einer taktischen Aufgabe gegen den Gegner. Also was spielt der Gegner, immer Jugo-Kreuz, was machen wir dagegen und so weiter. Mir ist tatsächlich wichtig, oder das ist so meine Einstellung, dass wir das nicht im 6 gegen 6 machen, weil ich immer das Gefühl habe, also nicht stumpf die ganze Zeit im 6 gegen 6, dass die Anspannung, die Konzentration sehr schnell runtergeht, sondern dass dadurch, dass es immer neue Aufgaben gibt, eigentlich ich versuche, alle möglichst lange bei der Sache zu halten. Wenn ich ehrlich bin, war ich nicht zufrieden. Wir hatten zu viele Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Das ist wirklich ungewöhnlich für uns und wir waren so ein bisschen passiv auch in der Abwehr. Wenn ihr nicht da gewesen wärt, hätte ich geschimpft, aber heute habe ich das mal gelassen. Weil der Kamera da war, oder? Ja, man will ja auch mal einen guten Eindruck machen. Ja. Von euch dazu Feedback. Ja, wenn ich müde bin und schlechte Laune kriege, dann kritisiere ich öfter. Das stimmt. Ja, ich habe ja schon gesagt, es ging mir eigentlich nicht so sehr darum, wie das jetzt ist heute. Zumal ich kein Spiel habe, bin ich ein bisschen, was das auch geht, entspannter. Es ging mir eigentlich darum, dass ich mal so die Methodik oder meine Philosophie, wie ich das trainiere, aufzuzeigen. Ich hoffe, dass man das auch sehen konnte. Also das war eigentlich der Hauptpunkt. Ja, klar, am Ende war ich ein bisschen schlecht gelaunt, weil wir das besser können. Und wenn Leute zugucken, dann will ich auch, dass wir das besser zeigen. Das ist ganz einfach. Stehe ich auch zu. Sonst? Ich habe mir kurz überlegt, die 3 Spielerinnen, die ja bei der 3 gegen 3 und 4 gegen 4 Aktionen, waren ja hier 3 Statistinnen. Warum hast du die nicht fürs Wurftraining eingebunden, also für die Torhüter oben? Wäre das eine Möglichkeit gewesen? Oder? Also ich würde das so nicht machen, das ginge so nicht. Wenn ich jetzt weiß, ich habe diese Spielerin dabei, dann kümmere ich mich darum. Ich bin ja eigentlich auch ein Jugendkümmerer. Jetzt ging es mir echt, ich wollte, dass wir genügend Spieler haben, um das so durchzuziehen, dass das jetzt nicht optimal war und dass man die dann korrigieren muss und so. Wenn du das jetzt in der Prüfung machst, dann ziehe ich dir das dafür ab, wenn du die nicht korrigierst. Aber nein, aber du weißt, wie ich das meine. Du hast recht, ja klar, hast du recht. Aber jetzt ging es mir echt darum, dass ich genug hatte und dass wir so den Ablauf machen. Ich habe da vorher auch überlegt, als ich wusste, es fehlen 6 tatsächlich, mache ich dann mit den wenigen, die ich habe, oder versuche ich das aufzufüllen. Und ich wollte einfach diesen Aufbau so zeigen. Aber du hast recht, 100%. Ziehe ich mir auch an den Schuh.
Wobei ich sage auch, ich hatte heute viele Baustellen, um die ich mich dann noch mehr hätte kümmern müssen. Und ja, das gibt es auch manchmal im Training. Hast du? Ja. Sonst? Würdest du öfter unterbrechen im normalen Training? Nee, ich bin tatsächlich öfter jetzt als heute, vielleicht ein bisschen, aber ich bin einer, der laufen lässt und versucht im laufenden Prozess zu korrigieren. Und das kann auch besser klappen als heute. Heute hatten wir wenig Aufmerksamkeit. Aber na klar, ist auch eine andere Situation, wenn Leute zugucken. Aber ich bin kein so richtig ewiger Unterbrecher. Es gibt manchmal Dinge, da muss ich unterbrechen und zeigen, gerade wenn ich sage, wir bereiten uns taktisch auf ein Spiel vor, wie machen wir das? Dann ist es ein bisschen anders. Aber ich möchte, dass wir auch über Wiederholungen und über Fluss in der Trainingseinheit kommen. Sonst, dann bedanke ich für die Aufmerksamkeit.